Ja, manchmal läuft es nicht so, wie es sein soll. Aber erstmal herzlich willkommen zu Nobbys Kochstunde. Ja, es ist Rhabarberzeit. Ja, und da machen wir einen leckeren Rhabarber-Puddingkuchen. Denn ich bin der Meinung, Pudding und Rhabarber, die passen super zusammen. Aber wir brauchen für meinen Kuchen einen Boden und einen Rand. Und deswegen bereiten wir den Teig vor. Und der Teig hat Mehl, Zucker, Backpulver, Vanillezucker, Mehl und ein Ei. Und das verrühren wir zusammen in einer Schüssel, sodass ein ganzer Teigbollen entsteht. Den decken wir dann ab und geben ihn in den Kühlschrank zum Abkühlen. Aber manchmal ist es so, da will der Teig nicht. Also geben wir einfach nur ein paar kleine Spritze Milch hinzu und schon funktioniert's wie von Zauberhand. Natürlich nehmen wir dann zum Schluss noch die Hand dazu und machen daraus den Bollen. Und der besteht ja aus Butter und deswegen geben wir ihn in den Kühlschrank, damit er da noch schön hart wird und abkühlt. So kann man ihn nachher besser ausrollen. Jetzt, wo der Teig ja ruht, können wir schon mal die Springform vorbereiten, indem wir sie mit Backpapier ausstatten. Und weiter brauchen wir ja für den Kuchen Pudding. Und dann nehmen wir einen ganzen Liter Milch dazu. Aber bevor wir die ganze Milch in den Kochtopf geben, geben wir etwas von der Milch in eine Schüssel. Aber wir wollen natürlich, dass der Pudding so richtig süß wird. Also geben wir zu der Milch im Kochtopf noch etwas Zucker hinzu. Da wir die Milch erwärmen, wird sie demnächst kochen. Und somit müssen wir auch das Puddingpulver jetzt in die Schüssel geben mit der Milch und gut durchrühren. Zur Unterstützung, dass der Pudding nachher richtig schön fest wird, geben wir auch noch einen Esslöffel Stärke hinzu. Und damit die Milch natürlich nicht anbrennt, müssen wir sie immer wieder durchrühren. Und wenn dann die Milch kocht, geben wir das Ganze hinzu und rühren ca. 1 Minute lang das Ganze richtig kräftig durch. Es darf ja nicht ansetzen unten am Kochtopfboden. Dann geben wir einen Deckel auf den Pudding drauf und kümmern uns um den Teig. Den holen wir aus dem Kühlschrank heraus und schneiden ca. 2/3 davon weg. Aus diesem 2/3 Teig machen wir dann den Boden. Der sollte natürlich so groß sein, dass er natürlich den Boden bedeckt. Also, und aus Erfahrung weiß ich, dass wir jetzt den Boden für 5 Minuten bei 180 Grad einfach mal kurz für 5 Minuten vorbacken. Die Zeit nutzen wir natürlich wieder, indem wir ein bisschen Butter in den Kochtopf geben und anfangen, den Rhabarber vorzubereiten. Das heißt, wir schneiden den Ansatz weg und die Blätter, die können wir nicht verwerten. Und nach den 5 Minuten nicht vergessen, den Boden wieder herauszuholen. Wir sind aber mit dem Rhabarber noch nicht fertig. Wir schälen den Rhabarber und schneiden den in Zentimeter lange Stücke. Bevor wir jetzt aber den Rhabarber kochen, bessern wir nochmal den Boden aus, weil nach dem Vorbacken er immer ein bisschen schrumpft bzw. eingeht. Diese Lücken bessern wir mit etwas Teig aus. Aber keine Angst, es bleibt noch genügend Teig für den Rand übrig. Ja, ich muss aber auch zugeben, der Rand ist bei mir nicht immer so richtig perfekt. Aber das sieht man dem fertigen Kuchen meistens nie an. Mein Glück.
Nun, nachdem wir jetzt den Herd hochgeschalten haben und die Butter heiß ist, geben wir jetzt die Rhabarberstücke in den Kochtopf hinein. Aber nicht lange, ja, nur für ein paar Minuten. Denn der Rhabarber soll nicht weich gekocht werden und deswegen geben wir auch gleich danach auch den Zucker mit hinzu und können auch schon mal die Stärke, die wir gleich hinzugeben, auch schon mal durchrühren. Dazu nehme ich meistens 4 Esslöffel Apfelsaft. Ja, und warum Stärke? Ganz einfach, der Rhabarber wird richtig viel Saft lassen und den müssen wir binden. Diese kurze Kochzeit können wir schon nutzen, um den noch heißen Pudding in die Springform zu geben. Und wie schon angekündigt, hat der Rhabarber richtig viel Saft gelassen und wir geben die Stärke nun hinzu, lassen das nochmal kurz aufkochen und geben dann das auf den Pudding drauf. Natürlich verteilen wir dann den Rhabarberkompott schön gleichmäßig auf dem Pudding. Und gleich danach stellen wir die Streusel her, indem wir richtig weiche Butter in eine Schüssel geben und diese Butter später noch mit Zucker vermengen. Erst danach geben wir dann das Mehl hinzu. Natürlich sollte der Zucker in der Butter richtig schön homogen verteilt sein. Also nehmen wir uns einfach ein bisschen Zeit dafür. Auch für das Mehl nehmen wir uns Zeit, damit die schönen Streuseln entstehen können. Und die verteilen wir dann schön gleichmäßig auf dem Rhabarber. In der Zeit haben wir natürlich wieder mal den Ofen vorgeheizt. Auf 170 Grad Ober- und Unterhitze. Für 50 Minuten geben wir dann den Kuchen in diese Hitze. Nach dieser Zeit holen wir den Rhabarberkuchen aus dem Ofen heraus und lassen ihn dann für eine lange Zeit abkühlen. Am besten über Nacht im Kühlschrank und erst danach öffnen wir die Springform. Sieht er nicht schon richtig super aus, der Kuchen? Ja, und manchmal passiert halt auch ein kleines Missgeschick. Ja, dann muss man halt improvisieren. Ja, wenn es dann soweit ist, schneiden wir uns vorsichtig ein schönes Stück aus dem Kuchen heraus und schauen mal, wie er geworden ist. Und super ist er geworden. Genau so stelle ich mir diesen Rhabarberkuchen vor. Herrlich, super. Da müsst ihr mir doch recht geben, oder? Ja, aber wie ihr seht, wir sind am Ende angekommen von dieser Folge. Ich hoffe, der Kuchen hat euch angemacht und ihr wollt ihn mal nachbacken. Das würde mich so richtig freuen. Es würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Nobbys Kochstunde wieder dabei sein würdet. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal und bleibt ja gesund.